Also die Situation hat sich schon wieder verändert, deswegen weiß ich gar nicht, was los ist. So, wir sind jetzt in Franciacorta in Italien. Erstes Mal hier auf der Rennstrecke. Halbzeit, dritte Saisonrennen. Let's go! Neue Strecke im Kalender, kürzeste Strecke. Wir fahren hier nur Rundenzeiten von 1,15. Neue Strecke für Markus und mich. Deswegen viel zu lernen an den Tagen. Kleines Problem, Markus ist gerade ausgerollt in der ersten Runde ohne Leistung. Gott sei Dank, Auto läuft wieder. Das heißt, wir versuchen jetzt noch Maximum aus der Session rauszuholen und möglichst viele Runden noch abzuschließen. Ja, jetzt weiß er, muss wieder schauspielern. So. Okay, also die Situation hat sich schon wieder verändert, deswegen weiß ich gar nicht, was los ist. Ja, wir haben gerade nochmal Quali-Sim gemacht für morgen früh. Zeiten waren auch echt super. Leider ist Markus ein bisschen übers Limit hinaus und hier in Franciacorta sind außerhalb, sagen wir, da wo die Track Limits dann sozusagen gelten, leider so eine gelben Sausage Curbs, haben wir auf vielen Rennstrecken. Hier sind die im Prinzip halt wirklich direkt, wenn man ein bisschen übers Limit geht. Und Markus ist leider einen Tick zu weit rausgekommen darüber und es hat uns leider das Dom rausgerissen. Da wo das Fahrwerk sozusagen vorne aufgehangen ist leider sozusagen vom Chassis komplett abgebrochen. Und wir müssen jetzt gucken, ob wir Ersatz bekommen, ob wir es eingebaut bekommen. Und wir versuchen eben gerade alles abzuwägen, um irgendwie morgen starten zu können. Am Ende geht jetzt ein Dom vom Nürburgring mit dem Taxi nach Köln zum Flughafen. Dort übernimmt es ein Kurier, steigt in den Flieger, fliegt von Köln nach Bergamo, wo es dann wahrscheinlich wieder zum Taxi oder jemand vom Team fährt zum Flughafen, holt das Teil, wird dann wahrscheinlich gegen Mitternacht, kurz nach Mitternacht hier sein. Die Jungs werden das Auto zerlegen bis dahin und dann gibt es ein nettes anderes Team, was sehr erfahren ist mit Domeinbau, weil die Strecke leider schon viele Opfer gefordert hat. Und die bauen uns dann in der Nacht sozusagen das alte Dom raus. Das ist eben ein Chassis-Teil, was richtig rausgearbeitet werden muss. Die ganzen Nieten müssen gelost werden. Neu eingeklebt, neu vernietet und dann hoffentlich können wir morgen zum Qualifying wieder angreifen. Ja, leider müssen wir ein bisschen früher resümieren als gedacht. Heute ist eigentlich Renntag, den ich nicht mal im Quali antreten konnte, weil wir einen gebrochenen Dom vorne links haben. Okay, große Enttäuschung eigentlich, weil die Pace war richtig gut. Markus hat sich jede Session steigern können, war immer vorne dabei, somit wäre heute vielleicht großmöglich gewesen. Am Ende war es leider ein überbuchter Ryanair-Flug. Wir haben gestern, vor allem Markus, nur am Telefon seit 17 Uhr versucht, irgendwie einen Teil herzubekommen. Wir haben hier alles schon organisiert gehabt, das Auto wurde schon auseinandergenommen, dass eben der neue Dom eingesetzt werden kann. Und am Ende ist das Teil leider nicht mit an Bord gekommen, weil der Flug überbucht wurde. Ja, super ärgerlich, große Enttäuschung, aber trotzdem viel Positives. Die beiden Testtage waren mega. Markus, seine Pace wird immer besser, er fühlt sich immer wohler, denkt eigentlich viel weniger nach im Auto, was ja, klingt vielleicht komisch, aber ihn eigentlich umso schneller macht.
Ja, leider haben wir dieses Wochenende Punkte liegen lassen. Nächstes Wochenende, in gut 4 Wochen in Dijon, haben wir wieder die Chance, 4 Punkte zu sammeln und darauf freuen wir uns.